Hier am Bullenhuser Damm liegt eine Gedenkstätte. Nun fragen Sie sich, welche Geschichte steckt denn dahinter? In der Nacht vom 20. auf den 21. April 1945 wurden hier 20 jüdische Kinder, 24 sowjetische und 4 erwachsene weitere Häftlinge ermordet. Die Identitäten der Erwachsenen sind nicht bekannt, deshalb erzählt die Gedenkstätte vor allen Dingen die Geschichte der Kinder. Ja, diese Kinder, die hier am Bullenhuser Damm erhängt worden sind, sind deswegen erhängt worden, weil sie zuvor Häftlinge des KZ Neuengamme gewesen sind. Und ein Arzt hat diese Kinder ausgewählt für medizinische Experimente, und zwar im KZ Auschwitz. Das heißt, es wurden 10 Jungs und 10 Mädchen aus 3 verschiedenen Altersstufen ausgesucht für diese Experimente. Und dieser Arzt hat zuvor auch mit erwachsenen Häftlingen dieselben Experimente durchgeführt. Aber für seine Versuchsreihe brauchte er auch einmal Kinder, und deswegen sind diese Kinder nach Neuengamme gekommen. Es waren alles jüdische Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren, die aus verschiedenen Ländern stammten. Der Arzt Dr. Kurt Heißmeier benutzte sie, um seinen Professortitel zu erlangen. Er versuchte nämlich, ein Gegenmittel gegen Tuberkulose zu entwickeln. Dafür führte er ihnen einen Schlauch in die Lunge ein und spritzte ihnen Tuberkulosebazillen. Außerdem entfernte er ihnen die Lymphdrüsen unter den Armen. Dies passierte jedoch alles im KZ Neuengamme. Und kurz vor Kriegsende, als die Engländer Hamburg näherten, hat die SS gesagt, diese Kinder müssen weg, weil sie ja Zeugen sind für medizinische Experimente. Und Experimente an Kindern, das ist natürlich schon etwas, wo die SS gesagt hat, dafür könnten wir bestraft werden. Und deswegen wollte man die Zeugen dieser Tat hinrichten, die Spuren an diese Zeugen verwischen. Und deswegen hat man diese Kinder hier in dieses Gebäude gebracht und hier erhängt. Doch Dr. Kurt Heißmeier war nicht der einzige Täter. Neben ihm gab es nämlich noch 9 weitere, die den Kindern das Morphium spritzten und sie anschließend erhängten. Auch die 28 Erwachsenen brachten sie um. Im Kuriohausprozess wurden 6 Männer zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dr. Kurt Heißmeier floh in die damalige DDR und eröffnete dort eine Lungenfachklinik. 1966 wurde er dann zur lebenslangen Haft verurteilt. Man weiß tatsächlich, wer es gewesen ist, die Kinder hier erhängt haben bzw. ihnen eine Spritze gegeben haben. Das weiß man deswegen, weil es 1946 einen Prozess gegen die Täter gegeben hat, und da sind auch relativ viele verurteilt worden. Und in dieser Ausstellung werden eben auch die Täter benannt, weil das sind auch die einzigen, die davon berichten können, was hier passiert ist, weswegen wir eben auch heute wissen, wie die Tat abgelaufen ist. Also die Gedenkstätte gibt es noch gar nicht so lange, finde ich, denn nachdem die Täter 1946 verurteilt worden sind, das war ganz groß in der Hamburger Presse. Aber danach, nach und nach, ist die Ermordung hier am Bullenhuser Damm vergessen worden. Dennoch kamen ehemalige Häftlinge des KZ Neuengamme immer noch am 20. April hierher, um zu erinnern und zu gedenken, eine ganz kleine Gruppe. Das hat eines Tages ein Journalist mitbekommen, der hieß Günter Schwabeck, und der sagt, das kann doch nicht sein, dass so eine Geschichte nicht so bekannt ist. Und der hat sich tatsächlich bemüht, die Geschichte bekannt zu machen, hat Artikel über die Ermordung geschrieben, hat versucht, die ersten Angehörigen zu finden. Und so war es einer Privatinitiative zu verdanken, dass hier eine Gedenkstätte nach und nach eingerichtet werden konnte. Heute ist die Gedenkstätte am Bullenhuser Damm eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg und gehört zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme als eine Außenstelle. Hinter der Nachbarschule befindet sich ein Rosengarten zum Gedenken an die Kinder, wo jeder eine Rose pflanzen kann. Tatsächlich ist es so, dass immer am 20. April hier in den Räumlichkeiten nebenan eine Gedenkfeier stattfindet zur Erinnerung an die Ermordeten. Und da kommen ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger, aber tatsächlich auch Angehörige. Es gibt nämlich tatsächlich noch lebende Verwandte der ermordeten Kinder, Geschwister zum Beispiel. Und die kommen aus der ganzen Welt, aus Israel zum Beispiel, aus den USA, aber auch aus Europa, Italien, Frankreich. Und die sind dann tatsächlich hier und erinnern gemeinsam mit den Hamburgerinnen und Hamburgern an das, was hier passiert ist. Jedoch ist die Geschichte der Kinder noch nicht vollständig, denn 3 Namen sind noch unbekannt. Vielleicht können Sie uns ja helfen, die Geschichte zu vervollständigen.